Was ich wirklich feiern würde, Skraya, habe ich auch schon oft gesagt, wäre, wenn sie die Stadt aus Flive 2 in Flive Universe reinklatschen würden. So eine richtig fette Stadt mit so mittelalterlichen Gebäuden, die so blaue Dächer haben. Graue, so, keine Ahnung. Was ist das? Steingebäude einfach. Keine Ahnung, ob diese Steine einen gewissen Namen haben, was weiß ich. Falls du mein Flive 2 Video gesehen hast, weißt du genau, welche Gebäude ich meine. Und, ja. Das wäre etwas, was echt pervers wäre. Unsere aktuelle Hauptstadt ist einfach Flaris. Und Flaris hat zwar auch etwas Nostalgisches, und ich sage auch nicht, dass wir Flaris löschen sollten. Ich bin aber der Meinung, dass Flaris doch recht langweilig ist. Und als zentrale Handels- und Hauptstadt... Ich stehe dazu, Mann, SM ist ein Banger. Ich könnte keinen Tag ohne SM aushalten. SM ist mein Leben. Für SM würde ich sogar Geld besitzen. Doch etwas langweilig ist. Also erstens ist es keine Stadt. Zweitens ist sie eigentlich viel zu klein. Also ich meine, klar, man will jetzt auch keine riesige Stadt, wo die NPCs 5 Kilometer weit auseinander sind, wie es in manchen Spielen ist. Das ist auch sauätzend. Sage ich eigentlich auch gar nicht. Aber ich meine, die Stadtgröße an für sich muss ja gar nicht unbedingt so krass verändert werden. Aber um die Stadt herum ist ja sowieso viel freie Fläche, vor allem nach hinten, nach unten quasi. Und man könnte die Map ja auch einfach ein kleines bisschen erweitern und dann einfach mit ein paar fetten Gebäuden auffüllen. Heißt ja nicht, dass du die Stadt deswegen 5-mal so groß machen musst. Es geht ja eigentlich mehr um das Flair. Und Flaris an sich würde ich dann einfach moven. Nämlich irgendwo hier wahrscheinlich. Hier an die Seite irgendwo, Süden des leeren Gebirges. Würde ich einfach die Berge irgendwo löschen. Das ist eh teilweise nichts einfach. Würde die einfach irgendwo löschen, würde da Flaris in einer etwas kleineren Version vielleicht hinpacken und würde da die Anfänger starten lassen. Und dann wäre es fast das gleiche, nur dass hier jetzt die Hauptstadt wäre. Und hier wäre dann das Dorf quasi und es müsste quasi nichts gelöscht werden sozusagen. Es würde beides erhalten bleiben. Aber keine Ahnung. Wenn du so an epische MMORPG-Städte oder sowas denkst und dann kommst du einfach mit Flaris. Ja. Yeah. Das ist es jetzt nicht so. Also wie gesagt, Flaris überhaupt als Stadt zu bezeichnen, grenzt schon fast an eine Beleidigung für jede richtige Stadt. Muss man schon mal sagen. Und noch ein Grund wäre halt, also grundsätzlich könnten sie es ja auch irgendwo anders machen. Also quasi eine neue Stadt bauen. Das Problem ist aber, dass das einfach nicht funktionieren wird. Also ja, das können sie zwar machen, theoretisch. Sie könnten jetzt auch irgendwie zum Beispiel Caldera releasen und statt dem Montaro Basislager, was ja nur so ein paar Pilgerväterkarren sind, so ein paar Pferdekarren und so ein paar Holzhütten oder so. Also eigentlich wieder gar nichts im Endeffekt. Wieder so ein, ja, nichts einfach. Ich meine, da könnte man auch irgendwo eine Stadt hinpflanzen, theoretisch. Aber erstens mal würde es von der Lore nicht passen. Nicht, dass es irgendjemanden interessieren würde. Aber zweitens ist das Problem, so das gleiche Problem wie in Darkon und Saint Morning, deswegen sind ja auch keine Shops mehr, dass das halt keiner will. Die Leute wollen ja nicht, dass Flaris dass Flaris weggeht oder eine andere Stadt dazukommt. Die Leute wollen ja Flaris quasi beibehalten. Aber dann könnte man ja Flaris irgendwie einfach etwas epischer machen. Meiner Meinung nach. Weil wenn die jetzt einfach irgendwo eine neue Stadt, ein neues Gebiet pflanzen, dann wird die halt einfach nicht benutzt. Dann gehen die Leute da halt nur hin, um dort ihren Scheiß beim NPC zu verkaufen. Und um, keine Ahnung, wenn sie halt da halt in dem Gebiet unterwegs sind, so wie Astria Village im Endeffekt,
Klar, wenn du dort unterwegs bist, wenn du dort gerade levelst und so, dann bist du auch jeden Tag im Astria Village und upgradest da vielleicht sogar und machst da dein Hackmack. Aber sobald du da nicht mehr levelst, betrittst du es nie wieder. Wirst du nie wieder einen Fuß da reinsetzen. Dann bist du weg und wirst nie wieder zurückkommen. Und genau so wäre das, wenn sie jetzt irgendein neues Gebiet erschaffen würden mit einer neuen Stadt. Und deswegen würde ich mal behaupten, wäre das halt ziemlich dämlich. Also, die Geschichte hat gezeigt, Flares ist es. Flares ist die beliebteste Stadt. Aber aus welchen Gründen ist eigentlich auch vollkommen egal. Die Wette ist noch nicht durch, gerade gestartet. Und Flares an sich dann auf jeden Fall auch erhalten. Also das Flares Village auf keinen Fall löschen. Aber ja, man könnte sich halt irgendwas einfallen lassen. Gibt halt auch so geile Scheunen, die könnte man auch dann ins neue Flares Village quasi packen, für die Anfänger. Gibt es ja auch so geile Scheunen aus Flife 2. Das muss ja alles irgendwo existieren, das müssen die ja safe noch haben. Und da es ja wahrscheinlich auf einer ähnlichen Engine gebaut war, müsste das ja wahrscheinlich relativ kompatibel sein. Ich meine, klar, Flife Universe ist jetzt HTML5, aber ich meine, die haben ja Flife PC auch genommen und hier reingepackt, also wird das damit wahrscheinlich auch funktionieren. Also sie müssten sich nicht mal neue Sachen ausdenken, es existiert schon, also auch das könnten sie wieder recyceln und das machen sie ja sehr gerne, recyceln. Und wenn sie etwas recyceln, was wir aber noch gar nicht kennen, weil es nie released wurde, das wäre jetzt sick. Das wäre sick. Geilo, Matiko. Also ja, das wäre wahrscheinlich meine Sache, die ich einfügen würde.